Hallo und willkommen am Gardasee in Italien. Wir nehmen euch heute auf eine wunderbare Motorradtour im Norden des Gardasees mit. Der blaue erste Teil startet in Riva del Garda und führt auf einer kurvigen Bergstrecke ins mittelalterliche Canale di Tenno. Von dort geht's durch die überwältigende Tallandschaft der Judicarien zur Cascata del Rio Bianco, einem rauschenden Wasserfall bei Stenico. Als wäre das noch nicht genug, machen wir uns auf den Weg zur Sarka-Schlucht, der Forra del Limaro. Es erwartet uns ein außergewöhnliches Naturwunder, das kaum bekannt ist. Anschließend fahren wir durch das weite Tal der Sarka bis zum Gardasee, um den Tag am malerischen Hafen von Malcesine ausklingen zu lassen. Kommt doch mit uns, ihr werdet mehr als begeistert sein. Von Riva aus gibt es zwei Möglichkeiten, um nach Canale di Tenno zu gelangen. Beide Strecken bieten tolle Kurven und Ausblicke. Wir entscheiden uns für die SP 37, die noch mehr und engere Serpentinen bietet. Die 11 Kilometer lange Teilstrecke ist für geübte Fahrer ein Genuss und bewältigt dabei einen Höhenunterschied von rund 600 Metern. In Branzo herrschte aufgrund der steilen Lage am Hang anscheinend schon immer Platzmangel. Zu Ville del Monte mit ebenfalls fantastischer Lage gehört die Fraktion Canale di Tenno, unser erstes Ziel für heute. Nach der kurzen, knackigen Anfahrt stehen sogar kostenlose Parkplätze zur Verfügung, sodass man sich genug Zeit für eine ausgiebige Besichtigung gönnen kann.
Canale di Tenno liegt am südlichen Hang des Monte Misone und ist mit seinen eng verschachtelten Steinhäusern ein Musterbeispiel für den Trentiner Baustil. Es zählt zu den schönsten, authentischen Dörfern Italiens. Canale di Tenno wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ein Refugium für zahlreiche Künstler, die im abgelegenen Ort eine Oase für ihre Arbeit fanden. Der Ort blieb bis in die heutigen Tage fast unberührt erhalten und vermittelt dem Besucher das Gefühl, in eine andere Zeit versetzt zu werden. Die Holzbalkone und Gewölbe sind typisch und im ganzen Ort zahlreich vorhanden. Am zentralen, winzigen Platz gibt es ein kleines Café, das auch leckere Snacks anbietet und zum Verweilen einlädt. Wir streifen jetzt noch eine Weile durch die engen, verwinkelten Gassen, die ein ständiges Auf und Ab darstellen. An vielen Häusern findet man hübsche Tafeln, die beschreiben, wer einst dort gelebt hat. Der Gardasee liegt wie eine Verheißung in der Ferne. Im Moment sollen hier nur 50 Menschen leben und auch die Touristenzahl hält sich glücklicherweise in Grenzen. Mit wunderbaren Eindrücken machen wir uns auf den Weg nach Stenico, wo der Rio Bianco auf uns wartet. Dazu fahren wir auf der Staatsstraße 421 Richtung Balinopass, um zunächst die Judikarien, eine sanfte Talmulde mit zahlreichen Dörfern, zu erreichen. Rechts liegt der Lago di Tenno, der mit seiner smaragdgrünen Farbe besonders bei italienischen Urlaubern beliebt ist.
Der Ort Barlino liegt ein paar hundert Meter vor der namensgleichen und ziemlich unscheinbaren Passhöhe mit 663 Metern. Nördlich des Passes liegen die Tallandschaften der Judikarien, in denen auch prähistorische Reste von Siedlungen gefunden wurden. Ponte Arche ist der Hauptort des Gebietes und verbindet althergebrachte Architektur mit moderner Bauweise, aber alles stets italienisch elegant. Am nördlichen Ende des Ortes, nach der Brücke über die Sarca, biegen wir Richtung Stenico ab. Das ist eine herrliche Strecke mit wunderbaren Panoramablicken. Überall in dieser Gegend sind Apfelplantagen zu finden. Stenico leitet sich von Deutsch steinig ab und ist ein liebevoll gepflegtes Dorf mit einem kleinen Kastell.
Bis zur Cascata Rio Bianco können es nach dem Ortsende nur noch ein paar hundert Meter sein. Rio Bianco, also Weißer Fluss, leitet sich offensichtlich von schäumendem Wasser ab, das in schnee- und regenreichen Jahren bis in den Sommer ein beeindruckendes Naturschauspiel bietet. Optional kann man auch eine kleine Wanderung um den Wasserfall mit botanischem Garten unternehmen. Die Gicht am Wasserfall hat uns runtergekühlt und es geht wieder weiter. An der Sarka-Schlucht oder auf Italienisch Forra di Limaro werden wir als nächstes anhalten. Die grazile Ponte di Servi führt in 86 Meter Höhe über die Schlucht, die wir bei Sake noch genau anschauen werden. Die Staatsstraße 237 folgt dem Flusslauf, ohne dass man ihn so richtig wahrnehmen kann. Aber das wird sich noch ändern. Nach mehreren Tunneln geht es über gut ausgebaute Serpentinen abwärts nach Sake. Auf halber Höhe kann man an einem Parkplatz anhalten und zur ehemaligen abenteuerlichen Verbindungsstraße gehen, die heute als Fahrradweg ausgebaut ist. Von hier oben aus blicken wir auf die kurvenreiche Staatsstraße 237, die wir eben noch befahren haben. Der Fluss hat sich Jahrtausende durch die mehrere Kilometer lange Limaro-Schlucht bis nach Sake gekämpft. Wer etwas Zeit mitbringt, kann entlang der alten Fahrtrasse und auf vielen Wanderwegen einige Ausflüge unternehmen.
Wir machen uns auf, um unser letztes Ziel für heute, Malcesine, noch am Nachmittag zu erreichen. Die wunderbare Landschaft im Sakertal bis Arco gleitet sanft an uns vorbei. Herrlich! Arco ist schon mehrere Male unser Ausgangspunkt für zahlreiche Touren in dieser Region gewesen. Torbole am nördlichen Ende des Gardasees ist vor allem bei Surfern und anderen Wassersportlern sehr beliebt. Entlang der Gardesana Orientale genießen wir den Blick auf den blau schimmernden See, der schon Generationen von Urlaubern in seinen Bann gezogen hat. Das Wahrzeichen von Malcesine, die Scaliger Burg, dominiert das malerische Ortsbild. Obwohl der Ferienort von vielen Touristen besucht wird, verströmt er doch eine angenehme Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt. Die Anfänge der Burg reichen bis ins 6. Jahrhundert zurück, aber der wesentliche Ausbau erfolgte im 12. und 13. Jahrhundert. Das imposante Rathaus und die Pfarrkirche Santo Stefano prägen ebenfalls die Ortsansicht. Der malerische Hafen lädt zum Verweilen und Genießen ein.
So geht Urlaub. Mit diesen schönen Bildern verabschieden wir uns von euch. Vergesst nicht, ein Like oder Abonnement dazulassen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.